Im Frühling kontrollieren wir alle Vogelhäuser im Garten. Sie werden sauber gemacht und einige müssen auch repariert werden. Hoffentlich zieht hier bald jemand ein. Das Vogelhäuschen haben wir vom Baum geholt, weil es ein bisschen kaputt ist. Hier regnet es nämlich rein und das muss jetzt repariert werden. Und da schauen wir erstmal rein, wie es innen drin aussieht. Es ist zwar jetzt April, aber hier wurde noch nichts besiedelt. Hier ist noch das alte Nest drin, das muss auch dringend sauber gemacht werden. Los geht's. Ist alles voll mit den Viechern. Alles komplett voll. Wow, dass die sich hier reinbauen, ist irre. Jetzt haben wir hier erstmal das Ganze rausgeholt und jetzt müssen wir mal schauen, was neu gemacht werden muss. Und das Dach ist ziemlich hinüber. Auch die Tür müsste neu gemacht werden. Weiß vielleicht jemand von euch, wer das ist? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Als erstes prüfen wir, was kaputt ist. Dann wird der Kasten auseinandergebaut. Also die Schrauben hier gehen top raus, aber das Ding fällt schon fast von selber ab. Die Rückwand hat nur einen kleinen Schaden. Aber noch sieht es gut aus. Also werden wir jetzt erstmal nur das Dach ersetzen. So, kann man das jetzt hier abnehmen. Wir haben das Brett zugesägt und jetzt wird es noch schräg gefeilt. Das ist jetzt etwas schräger, damit der Regen besser ablaufen kann. Ohne Vorbohren die Dinger ins Holz zimmern. Welche Bohrmaschine hättest du gerne? Super, dann kann ich sie jetzt anfangen zu streichen. Jetzt kommt hier ein bisschen Wetterschutzfarbe drauf. Was ist denn da passiert? Das sieht ja total grün aus. Ist das Schimmel oder so? Ich versuche das mal umzurühren. Was da in der Farbe drin ist, irgendwas Organisches. Also das ist bis unten hin komplett fest und hier ist auch nicht mehr wirklich Flüssigkeit drin, auch wenn es hier jetzt noch Blasen schlägt. Aber das scheint wirklich in einer Art Pilz zu sein, der hier in der Farbe gewachsen ist. Wie geht das denn, bitteschön? Die war verschlossen, diese Dose. Und vor allem ist das irgendwie hart umweltschädlich alles. Wie kann da drin irgendwas leben? Das ist irgendwie mega krass. Und das sieht jetzt wieder schick aus hier. Kann man doch gleich einziehen. Die Vögelchen zoffen sich ja schon um diese eine Nistmöglichkeit. Deswegen haben wir jetzt hier die zweite auch noch an den Baum angebracht. Damit sie sich nicht mehr mit den anderen Vögeln darum streiten müssen. Das hier ist nur ein kleiner Schritt. Aber ich weiß, dass wir damit Großes bewirken können. Wir alle zusammen. Denn Beasties hat vor einigen Tagen ein richtig wichtiges Video rausgehauen. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie es unseren ganzen Vögeln geht? Ich habe das mal recherchiert und ey, die sterben gerade einfach komplett aus. Fast 60% sind schon weg. Ich pack das nicht. Deswegen starte ich jetzt einen neuen Trend. Hashtag #SaveTheBirds. Und weißt du, wer da ganz vorne mit dabei ist? Du. Und deshalb möchte ich euch alle bitten, mitzumachen. Es sind 600 Millionen Vögel weniger. Die sind einfach weg. Aber warum soll jetzt so ein Vogelhäuschen helfen? Die Vögel leben ja eigentlich in Baumhöhlen, also viele zumindest. Und die gibt's nicht mehr. Und dann brauchen die ganz viel Körner und Insekten und so. Es gibt fast keine Insekten mehr. Nirgendwo gibt's Körner. Die sind einfach am Arsch. Und deshalb bitte ich euch, stellt bitte auch Futter und Wasser raus und Insektenhotels auf. Wie man so ein Insektenhotel bauen kann, das zeige ich euch in diesem Video und noch in 2 weiteren. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen. Nehmt den Hashtag #SaveTheBirds, markiert mich Beasties und zeigt mir und der Welt, was ihr macht, um die kleinen Kollegen zu supporten. Hier ist es auch viel leerer als letztes Jahr. Wir brauchen die Natur, um hier weiter cool leben zu können auf dem Planeten. So, hier reicht es bei diesem Haus, wenn wir das Dach neu machen und den Eingang. Dann können wir gleich mal die Maße nehmen und dann gucken wir, ob wir Bretter finden. Hier sind ja genug Bretter, also eigentlich sollte sich ja was finden, oder? Das ist zu breit. Vielleicht reicht das hier. Was sagst du? Es ist aber hier ein Spalt. Ja, das ist nicht so schlimm. Also du meinst, der Spalt ist nicht so schlimm? Ja, das ist nicht. Also hier ist ein bisschen kaputt, aber dann sägen wir uns einfach hier den Teil raus. Das geht. Wie ist das aneinander gebracht? Hast du es geklebt oder was? Das wissen wir nicht mehr. Wahrscheinlich geklebt. Ja. Oder geschraubt hier? Ja, das kann auch sein, dass auch beides wahrscheinlich. Aber ich kann es nicht drehen. Also ich glaube nicht, dass es geschraubt ist, es ist geklebt. Das ist geklebt, ja. Dann ist das ist genagelt. Siehst du, dann müsste das. Das könnte natürlich spannend werden. Das brauchst du, das Stückchen.
Sag mal, ich kann doch das hier kaputt machen. Okay. Ja, das ist doch schon mal hilfreich. Da hole ich eine Axt. Der erste Nagel. Jetzt haben wir die zweite. Was hast denn du da für Nägel verwendet? Ja. Guck. So, und jetzt? Schrott. 9,2. 9,2. Wir nehmen jetzt also das ehemalige Brettchen und zeichnen das an. So. Haben wir noch Farbe da? Aber wie groß muss so ein Loch für so eine Meise eigentlich sein? 26, glaube ich. Ich google mal. Kleine Blaumeisen brauchen 28 mm und große Kohlmeisen brauchen 32 mm. Das sind 34, wenn du es in der vollen Ausdehnung nimmst. Das heißt 2 mm kleiner als das. Aber da sind wir doch schon mal an einem guten Punkt. Wo muss denn das Einflugloch hin ungefähr? In welcher Höhe? Fängst du jetzt an mit den Resten hier was zu rekonstruieren? Das ist eine Technik sondergleichen. Wie ihr aus meinen Videos wisst, improvisieren wir immer viel. So, und davon jetzt ein bisschen kleiner gehend. Das sind jetzt ungefähr 35. 35, sage ich doch. Und wir brauchen es etwas kleiner. Ich ziehe jetzt mal den Zirkel. Und dann darfst du messen. Wenn das 32 sind, kriege ich ein Gummibärchen. Das sind 33. Na gut, kriege ich kein Gummibärchen. Einspann. Der Mann ist wieder cleverer, als die Polizei erlaubt. So, jetzt wird der heilige Kasten geöffnet. 19,50 Mark. Ganz schön teuer. Dafür, dass ein Spitzengehalt in der DDR um die 800 Mark lag, sind 19,50 Mark echt teuer. Ja, ja, das ist klar. Das will ich mal das zeigen. Das ist klar. Das sind 46. und das sind? Hier, Das sind auch 46. Sehr gut geworden. Jetzt nimmst du deine Fräse, oder? Ja. Jetzt haben wir es ein bisschen entgratet und von der anderen Seite würde ich auch noch mal gerne rangehen. Soll sich ja immerhin kein Vogel hier dran verletzen. Guck da, Ja, bei ja. 2. Ja. Ja, so, nur hinein. Ich? Ja. Wieder diese aus der rostigen Kiste, na gut. Alles noch gute Ware. Ganz viel Vertrauen. Da dürfte einer schon reichen. Da sitzt der Vogel drauf Außen. und da kommt der Marder nicht rein. Richtig. Und so können auch die Kleinsten schon lernen, wie man die Vöglein und die Natur rettet. Was willst du machen? Ah. Kleber. Ist das Kleber? Das ist Kleber. Und dann muss man das mit dem Finger zerstreichen. Und dann ist hier oben eine Delle drin. Ja. Und hier. Und das muss genau in das Runde dran. Okay. Da ist es ungefähr mittig. Da brauchst du nicht erst zu messen. Es schwimmt noch ein bisschen. Ja, ja. Und du klemmst das rechts und links an. Ja. Das Dach mache ich wieder aus Upcycling-Holz, aber diesmal ging einiges schief.
Es sind alle kaputt. Es sind nicht alle kaputt, es ist eins fast ganz. Das Glas Fast ist halb ganz. voll. Oh, vergiss es. Das ist ein bisschen durch, ne? Hm. Ja. Dann nimmst du mal das Brett hier. Es ist ein bisschen länger. Aber guck mal, das bricht hier einfach ab. Ja, Das ist von dem anderen Vogelhaus, stimmt? ja, zu dem anderen Vogel. Ist das schon angeschrägt? So, das ist schon angeschrägt. Aber das hat nur 2 Löcher. Dann testen wir mal, wo die Nägel ankommen hier. So, und jetzt gucken wir mal, wo es angekommen ist. Hier in der Mitte und hier in der Mitte. Ist das das, was ich vorhin hatte hier? Ja. Jetzt wird unser Häuschen noch angestrichen und nach dem Trocknen angebracht. Ich hoffe, ich konnte einige von euch inspirieren, auch Nistkästen zu bauen. So, der Rest kriegt hier noch einen leichten Camo-Look, gebürstet. So, jetzt liegt's gut, da kann es trocknen. So ein Vogelhäuschen könnt ihr auch aus Holzresten aus dem Baumarkt bauen. Ihr braucht dafür einen quadratischen Boden, 2 Seitenteile, die oben angeschrägt sind, eine Rückwand, ein Dach, was hinten etwas angeschrägt wird, etwas zum Befestigen und für die vordere Tür 3 Leisten und ein Brett, in das ein Loch reinkommt. Ganz wichtig ist dieser Marderschutz. Das ist ein kleines Holzklötzchen, was daran hindert, hier an die Vogeleier ranzukommen. Wir verwenden eine Technik, bei der man die Tür hier oben reinschiebt und dann nach unten drückt. Damit ist es auch mardersicher, weil die das nicht öffnen können und auch die Waschbären kommen nicht ran. Hier ist ein gezeichnetes Bild vom Bauplan. Macht gerne einen Screenshot davon und baut euer eigenes Vogelhäuschen. Wer keinen Garten hat, kann auf dem Balkon oder am Fenstersims auch eine einfache Vogelfutterstation aus 2 Plastikschalen und 4 Stöcken hinstellen. Wie man die baut, habe ich in einem anderen Video erklärt, das ich euch hier oben im Eck und unten in der Beschreibung verlinkt habe. Unser Kasten hängt jetzt dort oben und damit verabschiede ich mich von euch. Lasst gerne einen Daumen hoch, einen netten Kommentar oder sogar ein Abo da und dann sehen wir uns vielleicht wieder im nächsten Video und bis dahin, ciao.